Hallo und willkommen, ich bin Ginny und schön, dass ihr hier seid. Diesmal möchte ich zeigen, wie ich normale Stempelmotive in Silhouettenmotive umgewandelt habe. Die Aquarellhintergründe, die ich in diesem Video verwende, habe ich in einem früheren Video Hintergründe mit Aquarellstiften kreiert. Ausgesucht habe ich dieses Stempelset von Penny Black und daraus wird dieses Blumenmotiv gestempelt. Dabei verschiebe ich das Papier stückchenweise, um das Motiv mehrfach versetzt stempeln zu können. Zum Ausmalen kann man einen schwarzen Gel-Liner, Filzstift oder auch Permanentmarker nehmen. Begonnen habe ich hier zuerst mit einem Gel-Liner, allerdings gab meiner nicht so gut Farbe ab, so dass ich mit einem Filzstift weitergemacht habe. Einen großen Unterschied kann man am Ende nicht erkennen. Für diese Technik kommen am besten Motive zur Auswahl, deren Umrisse und Konturen so klar sind, dass man sofort erkennen kann, um was es sich handelt. Also zum Beispiel Blumen, Bäume, Ballons, Tiere, beispielsweise Giraffen, also Gegenstände, die man normalerweise leicht an ihren Konturen erkennen kann. Das Ausmalen dauert nicht lange und man wird mit einem hübschen Ergebnis belohnt. Ich habe es schon ausgestanzt und es fehlt nur noch der Spruch. Ich liebe Aquarellpapier, da ich persönlich die Papierstruktur sehr schön finde. Die Karten werde ich am Ende zusammensetzen und mache daher zunächst weiter mit dem zweiten Hintergrund. Wenn ich ein Stempelset ausgesucht habe, versuche ich meist mindestens 2 Karten damit zu basteln, also habe ich mich für diese schönen Mohnblumen entschieden und gestempelt. Zum Ausmalen nehme ich wieder den Filzstift. Da die Blumenstängel zu kurz sind, verlängere ich diese zuerst auf die gewünschte Länge, was sehr einfach und schnell geht. Jetzt fange ich an, die Blumen auszumalen. Dabei achte ich drauf, welche Blume ich komplett ausmale und welche nicht. Hier lasse ich die Mitte unausgemalt, weil ich später Strasssteine aufkleben möchte. Diese Technik ist hervorragend dazu geeignet, um den Stempeln, die man schon länger besitzt, ein neues Leben einzuhauchen. Ich besitze nicht sehr viele Stempeln oder Stanzen und daher versuche ich, das meiste aus meinem Inventar herauszuholen. Für diese Methode sollte man zu kräftigeren Farben greifen, was den Hintergrund betrifft. Man koloriert ja in dem Sinne nicht, sondern malt die Motive nur in Schwarz aus. Daher sollten die Hintergrundfarben einen starken Kontrast zu den Silhouetten der Motive bieten. Das Ausmalen geht ruckzuck und sieht am Ende so aus. Auch hier habe ich den Hintergrund auf die gewünschte Größe ausgestanzt und den Spruch drauf gestempelt. Für den dritten Hintergrund habe ich diese Elefantenmotive ausgewählt. Da ich diesen Hintergrund sowieso ausstanzen werde, habe ich die Stanze bereits platziert und danach gestempelt. Wie bereits erwähnt, eignen sich bestimmte Motive besonders gut für diese Methode, wie zum Beispiel diese Elefanten. Auch nach dem Ausmalen kann man sie als Elefanten identifizieren. Man sollte also ruhig mal in seinem Bastelinventar stöbern und nach möglichen Motiven Ausschau halten. Nach dem Ausmalen habe ich mich umentschieden und einen Kreis ausgestanzt und den Spruch gestempelt. In diesem kleinen Stempelset war auch ein kleines Herz enthalten, das ich ebenfalls aufgestempelt habe. Die beiden Rechtecke habe ich auf schwarzen Fotokarton geklebt. Jetzt werde ich anfangen, die Karten zusammenzusetzen. Dafür habe ich eine rote Basiskarte ausgesucht.
Zur Verzierung habe ich ein kleines rotes Strasssteinchen dazu geklebt, alle 4 Ecken abgerundet und meine erste Karte ist fertig. Auf die Basiskarte kleben. Auch hier habe ich Strasssteinchen zur Verzierung verwendet. Mit dem Filzstift werden die Stellen ausgefüllt bzw. ausgemalt, die mir zu unvollständig und leer aussahen. Zum Abschluss alle Ecken abgerundet und die zweite Karte ist fertig gebastelt. Für die dritte Karte habe ich den Kreis auf ausgestanzten dunkelroten Fotokarton geklebt und auch Strasssteine hinzugefügt. Dann das Ganze auf die untere rechte Ecke geklebt. Da ich alles, was übersteht, abschneiden werde, habe ich beim Aufkleben auf die Positionen der Strasssteine geachtet. Natürlich wäre es viel einfacher gewesen, die Strasssteine nach dem Abschneiden aufzukleben, aber wie ihr vielleicht vorher auf der rechten Seite des Bildschirmes gesehen habt, wollte ich zuerst eine ganz andere Karte basteln und mich dann ständig umentschieden. Das Zusammensetzen dieser Karte war irgendwie eine schwere Geburt. Hier habe ich nur die obere linke Ecke abgerundet und fertig ist auch diese Karte. Okay, hier seht ihr alle Karten nochmal auf einen Blick. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, dass das Video hilfreich war und euch auch gefallen hat. Darüber hinaus würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf den Abonnieren-Knopf drückt und somit das nächste Mal wieder dabei seid. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass ich meine Videos abwechselnd auf Englisch und Deutsch aufnehme. Das nächste Video wird also auf Englisch sein. Okay, danke nochmal fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal.